Nur eine Tasse dieser Tee pro Tag hilft Ihnen, das schlechte Cholesterin zu senken und den Bluthochdruck zu kontrollieren. Aufgrund schlechter Ernährungsgewohnheiten und einer sitzenden Lebensweise haben viele von uns Probleme mit Bluthochdruck und Cholesterin. Nach der Diagnose muss die Erkrankung behandelt werden, um das erhöhte Risiko von Herz-Kreislauf-Problemen und anderen damit verbundenen Gesundheitszuständen zu verhindern. Glücklicherweise können Sie diese Probleme natürlich behandeln. Sie müssen keine Medikamente einnehmen, die Ihren ganzen Körper auf Dauer schaden können. Diese natürliche Heilmittel wird Ihnen gute Ergebnisse ohne Nebenwirkungen liefern. Der Resultat des Rezepts ist Fieber. Fieber sind eine Reisequelle für Flavonoide, namentlich Quercetin. Diese Verbindungen kann Ihnen helfen, Ihren Cholesterinspiegel zu kontrollieren. Es fördert die Produktion von gutem Cholesterin und reduziert schlechtes Cholesterin in Ihrem Körper. Dies wird sicherstellen, dass Sie auch eine gute Herzgesundheit genießen. Fieber sind Ausgleich an Inulin, was gut für die Darmgesundheit ist. Die regelmäßige Einnahme von Fieber wird Ihre Darmgesundheit erhalten und Beschwerden wie Verdauungsstörungen, Verstopfung und Blähungen vorbeugen. Wenn Sie sich immer noch nicht genug fühlen, hilft Ihnen eine Tasse Fiebertee täglich, besser einzuschlafen. Fieber enthalten L-Tribotan, eine Form von Aminosäure, die ein natürliches Beruhigungsmittel ist. Es hilft auch, Stress abzubauen, was wiederum zu einem besseren Schlaf beiträgt. Herd eines Fieber vorbereiten und zählen. Dann ist Fieber in kleine Stücke schneiden. Die nächste Zutat des Rezepts Knoblauch. Studien haben gezeigt, dass die Verbindungen in Knoblauch, insbesondere Allicin, das Gesamtcholesterin und das schlechte Cholesterin, LDL-Cholesterin senken können. Einige Studien zeigen, dass Knoblauch die körperreinigende Produktion von Stickstoffmonoxid erhöht, was zur Entspannung der glatten Muskulatur und zur Erweiterung der Blutgefäße beiträgt. Diese Veränderungen können Bluthochdruck senken. Nehmen Sie nun 2 bis 3 Knoblauchzehen aus der Zwiebel und zählen Sie diese. Dann den Knoblauch hacken.
Die letzte Zutat sind Lorbeerblätter. Lorbeerblätter enthalten Rutin und Kaffeesäure, die beide dazu beitragen, dass das Herz besser funktioniert. Diese Eigenschaften können die Kapillarwände des Herzens stärken und helfen, den schlechten Cholesterinspiegel zu senken. Darüber hinaus auch helfen Lorbeerblätter dank der starken Kombination aus Kalium, Antioxidantien und Eisen bei Herzrhythmus und senken den Blutdruck. Für das Rezept benötigen Sie nur einen Lorbeerblatt. Bereiten Sie nun einen Topf vor und fügen Sie 1,5 Tassen Wasser hinzu. Stellen Sie den Topf auf einen Herd und bringen Sie ihn zum Kochen. Nach dem Kochen Zwiebel, Knoblauch und Lorbeerblatt in kochendes Wasser geben. Reduzieren Sie die Hitze und kochen Sie etwa 5 Minuten lang, bis das Wasser seine Farbe in einen tieferen Farbton ändert. Danach die Hitze ausschalten und den Topf vom Herd nehmen. Den Tee durch ein Sieb in eine Tasse abseihen. Sie können für den Geschmack etwas Honig und Zimtpulver hinzufügen, aber warten Sie eine Weile, bis der Tee abgekühlt ist. Das Hinzufügen von Honig zu heißem Wasser kann seine Nährstoffe verlieren. Trinken Sie diesen Tee jeden Morgen auf den Magen, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Sie können auch abends noch eine Tasse trinken.